Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinemeister aus dem Herzen Schweiz, aus der wunderschönen Stadt Sofien. Heute werde ich etwas mocken. Ich werde ein mexikanisches Häuschen bauen. Ich habe hier von Encanto dieses Häuschen. Ich habe Steine. Ich habe Steine noch vom vorigen Set. Ich habe hier auch noch Friends, gewisse Dinge. Ich bin gespannt, was daraus wird. Es wird ein buntes Häuschen. Seid gespannt. Also, es wird wunderbar. Natürlich, ihr habt es auf dem Thumbnail gesehen. Ihr werdet es nach dem Intro gleich sehen, wie das Ganze aussieht. Aber nach dem Bauen, was ihr könnt schauen, werde ich natürlich dann das Innenleben zeigen. Die Geschichte dazu, was ich mir überlegt habe, ob es mir Freude gemacht hat, es zu bauen. Und ihr könnt natürlich auch Impressionen mitnehmen und dann nachbauen. So soll es sein. Wir bauen nicht einfach nur, weil wir Spaß haben, ein Set zu bauen, sondern wir bauen das, was uns Freude macht, das, was ins Kopf geht. Wird alles aus dem Kopf gebaut. Hier drinnen. Es ist nichts in Stadia, nichts vorbereitet. Ich baue Freehand. Und in diesem Sinne, viel Vergnügen mit diesem Video. Es geht los, wird's famos und groß. Großartig wird es sicher. Tschüss. Und jetzt legen wir die Platte, ja, und bauen Bögen. Das ist eben, man will hier drunter laufen können, weil es geht dort in den Platz, in die Piazza und zu den anderen schönen Shops, die es im Innenhof hat. Ja, das habe ich ja schon gebaut, ein Gebäude, und das ist das mexikanische Gebäude. Da habe ich überlegt mit dem Grün, wie soll ich das machen und so weiter. Es hat natürlich auch ganz farbige Türen drinnen, das gehört dazu bei Mexiko, da ist farbenfroh, und innen dran habe ich schon gebaut. Natürlich sieht man dort, das wird direkt ein Shop, ein Stand, wo man dann direkt auch Tortillas und so weiter bestellen kann und dann genießen kann im Restaurant, außerhalb des Restaurants oder irgendwo in der Stadt, wo man Lust hat, das zu machen. Und es gibt eine Treppe nach oben, in grün gehalten, damit es ein bisschen aussieht wie Mexiko. Und natürlich haben wir auch das Orange und so weiter. Draußen hat es auch einen Tisch und da bauen wir schon die Fliesen rein, damit man dort auch Fliesen hat. Ja. Die fließen. Und dann kommt die erste Etage. Hinten seht ihr, das sind Spezialstein. Der ist gefliest schon und vorne geht es nach unten. Und da habe ich natürlich vom mexikanischen Haus Encanto dann auch das Dach so genommen, aber schöner gemacht. Und oben dran seht ihr schon, da kann man essen, da kann man speisen, da gibt es Hühnchen und Bühnchen und es gibt ein Ei. Ei. Und dann die Türe, natürlich eine große Türe, damit das schön aussieht und natürlich reinkommt. Und dann gibt es eine Treppe nach oben und das sieht doch auch super aus und alles natürlich im schönen Gelb und Orange, so wie man sich vorstellt. Und ich finde die Farbkombination gar nicht so schlimm. Ihr werdet es dann sehen. Mir gefällt das Häuschen ganz gut. Ich habe auch Braun unten dran, das mir gut ist, dann auch das Orange und dann oben dran das schön gemacht, damit ich das ein bisschen ausbauen. Aber ich habe da überlegt, ich habe da studiert, wie soll ich das bauen und plötzlich die Idee gehabt, ich mache es oben dran grün, das sieht noch besser aus, das ist ein besserer Abschluss, sonst sieht das Gebäude einfach nicht so cool aus. Dann habe ich es noch ein bisschen optimiert, weiter optimiert, hin und her. Da hatte ich hier oben dran, hatte ich mehr Zeit und innen dran habe ich mir gesagt, ja, da muss man essen können, da gibt es noch Tische und natürlich Gedeck und es gibt Pflanzen und Blumen und schon bauen wir die oberste Etage. Ja, das Dach ist sehr einfach gehalten und es hat auch eine Windzentrale. Ja, die gibt dann an, ob es schönes Wetter gibt. Ja, das Set ist doch wunderbar. Bisschen optimieren, studieren und hoffentlich ihr kommentieren. Ja, das würde mich freuen, ob es euch so gefällt. Ich bin happy. Ich habe es verbracht, es ist geschafft, es ist da. Dieser Star, dieses wunderbare mexikanisches Häuschen, wo man gerne macht ein Päuschen, wo man Tortillas isst und Tacos und so weiter. Hier Tacos vorne dran und auch ein Vögelchen, das zwitschert. Und 2 Mexikaner. Und der eine hat ein Lama. Ist wohl kein Mexikaner, sondern ein Peruaner. Ja, Peru war ich schon, da gab es auch Meersäuchen. Ich wollte das auf dem Teller machen, aber nein, ich habe nie ein Meerschweinchen gegessen. Nee, mache ich nicht und darum
auf der Seite. Das gehört nicht auf den Teller. Nee, das gehört für die Unterhaltung. Ich hatte früher ein Meersäuschen. Ja, das hieß Strubbelimutz. Auf Schweizerdeutsch. Strubbelimutz, ja. Egal. Was ich mir überlegt habe hier, ist mexikanisch angehaucht. Die Farben in dunkelrot und dann braun und dann gelb und in grün und das schön nach oben. Also ich finde es sehr stimmig. Natürlich auch schön die Fassade ein bisschen gemacht. Hier das Ganze. Ich könnte weinen. Es hat auch Palmen. Und es hat einen Spieler, der La La Bamba spielt. Und natürlich eben dieser Peruaner. Ja, das ist Mexiko. Wir schauen es mal von der Seite an. Und von der Seite her sieht es auch cool aus. Und man sieht hier der Durchgang, kann hier raufgehen dann ins Restaurant. Und man kann hier am Shop etwas kaufen. All das habe ich hier. Und von hinten dran, schaut mal, wie ich das aufgebaut habe. Da natürlich die Küche braucht natürlich bei diesen Küchen und so weiter. Da braucht man eine Abluft. Ja, weil sonst stinkt es. Ja, das haben wir nicht gerne. Das ist der Abluft. Dann hat es noch zum Pflanzen diesen. Dann hat es noch einen schönen, ja, hier eine Möglichkeit zu sitzen und das Wetter zu genießen und das Wetter hier oben dran, das ist doch auch cool. Ich zeige es euch da. Ha, das ist doch genial hier zu drehen. Ja, ich werde es dann noch näher anzeigen, aber natürlich, ich finde es spitzenmäßig. Auf der Seite hier nicht viel los, aber trotzdem schön angeordnet. Die Farben stimmig. Hier hinten dran vielleicht das Braun hätte nach hinten gehen müssen, aber das habe ich nicht gemacht. Aber ist doch auch cool, cool, cool. Und ist nach oben dran, hinten dran. Uiuiui, jetzt fällt die Palme ab. Die Palme, die ist original von Lego. Die habe ich eigentlich so genommen, aber die hält nicht so gut hier drauf auf diesem Kerzenständer. Da habe ich einfach Technics Steine genommen, hier verknüpft und unten dran dieser für die Kerze reinzustecken in braun. Und dann ist die Palme schon fertig und vorne noch ein Schmetterling, der da drauf ist. Ja, das nehme ich mal weg, weil ich werde euch jetzt die Details zeigen, dieses Set. Ja, das ist doch cool. Wir gehen mal von oben nach unten. Und hier, das ist die Fläche hier oben dran, ganz einfach gebaut. Eine Glocke, bum, blim, blum, blum. Dann hier unten dran auch, dass es ein bisschen stimmig ist zur Glocke. Dann hier verschiedene Farben und da ein exotischer Vogel, ja. Gibt es ja viele Vögel. In Costa Rica war ich, ja, und in Peru, das hat schöne Vögel dort, ja. Hinten dran eben diese Wetterstation, kennt ihr, habe ich einfach drauf gebaut und so verknüpft. Und unten dran ist es in grün, weil ich hatte da noch Steine. Ich habe ja immer nur diese Steine, die ich auch von den Sets habe und zusätzlich Steine, die ich gekauft habe. Das, was ich gekauft habe, kann ich verbauen. Ich habe noch viele, viele orange Steine und grüne Steine. Nein, grüne Steine habe ich nicht mehr viel, aber orange und gelbe Steine habe ich noch viele. Da habe ich viel zu viel gekauft. Könnte ich noch ganz weit nach oben bauen, aber wäre es nicht mehr schön. Nein, machen wir nicht. Darum das nicht. Aber das ist gut. Was hier ist, das ist hier, das hängt hier dran. Ja, ist hier weggekommen, muss ich hier wegnehmen. Das ist verrückt. Ist aber Original Lego. Also, Original Lego Steine. Ja, ist auch bedruckt mit Lego. Dann schauen wir rein in den obersten Stock. Im obersten Stock, da hat es einen Shop. Nein, natürlich hier ein Esszimmer. Da könnt ihr essen. Und dann grüne Stühle in Gelb oben dran, das ein bisschen mexikanisch ist. Und es hat natürlich auch eine Pflanze. Dann hat es ein Smaragd drinnen und es hat hier drin, hinten dran Smaragd und auch eine Leuchte. Oben dran auch eine Leuchte. Die leuchtet von oben nach unten. Finde ich schön. Palmen. Und dann noch ein Bildchen, ja, mit dem Stammbaum. Ja, Stammbaum. Ja, weil das ist schon eine ältere Gastronomie. Und in Gelb gehalten. Innen dran seht ihr das auch so ein bisschen speziell gemacht, damit das auch von innen dran doch cool aussieht. Ist so mexikanisch. Ja, acha, echa, das ist doch einfach spitzenmäßig. Ich finde es auch schön mit diesen hier gemacht, mit dem Gelb und Orange. Finde ich immer schön, was ich da rein und da so ein bisschen. Natürlich ist das jetzt eine kitschige Farbe, aber das gehört zum mexikanischen Essen. Ja, kitschig muss es sein.
Ja, wo ist der Wein? Ja, ist es so. Dann haben wir hier diese Etage. Diese Etage seht ihr vorne dran Tacos und hinten dran seht ihr, da kann man essen. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, die Hündchen und den Hamster oder das Meer, die Meersau zu verköstigen. Nein, nicht zu essen, sondern dass die trinken können, natürlich. Ist ein liebes und das hat natürlich auch ein Schmetterling in Gelb gehalten und hinten dran eine exotische Blume. Das ist doch wunderbar. Und da oben dran auch so gehalten wie das. Und das kann man hier unten oder oben ziehen, wie man es will. Der Eingang ist nicht so spektakulär. Das ist einfach. Es gibt aber hier so Dinge so anzuschauen. Hier diese. Und die Türe ist natürlich speziell. Die kann man hier öffnen und wieder schließen. Da musste ich lange überlegen, wie ich das bauen will, damit es unter die Treppe kommt. Unter der Treppe hat es auch noch einen Wasserspender und es hat hier, kann ich hier wegnehmen, hat es hier so ein Möbel, das ich gebaut habe. Ganz einfach, Fenster, braun und oben dran goldig und dann drauf diese mit Feuer und dann gibt es, ja, ein bisschen Wein und das ein Kaktus. Mein Kaktus liegt auf dem Balkon. Halleri, hallero, halleri, ho, ho, ho. Ja, kennt ihr vielleicht von Otto. Der Film, glaube ich, war das. Ich fand den super. Der Kaktus, der Balkon. Halleri, hallero, halleri, ho, ho. Und auch unten dran seht ihr, was ich gemacht habe. Auch der Eingang, da gibt es auch in Weiß. Es ist natürlich nicht alles befliest. Hinten dran eine Fliese, große, das ist ein spezielles, wo ich noch gefunden habe, wo genau passt hat. Und in braun, oben dran gehalten. Da, statt in rot. Ich hatte zu wenig rot. Es wäre noch schön gewesen in rot, aber macht ja nichts. Sieht ja nichts. Blöd aus, weil oben dran ist ja auch braun hier. Das ist einfach eine bisschen braunere Farbe, aber super. Was ich noch sagen muss, ist hier, das seht ihr, das geht, oh, jetzt habe ich falsche Seite gemacht. Ich kann das natürlich auch so machen, nein, aber das ist natürlich die richtige Seite. So, dann sieht man hier von unten dran die Goldbarren in Gelb und dann geht sie nach oben, da auch die gelben und so sieht das einfach wunderbar aus. Mit dem Übergang, leider hier ganz eine kleine Lücke, die konnte ich nicht schließen. Diese konnte ich schließen, aber ansonsten super. Und von hinten dran, schaut mal, da habe ich es mir anders überlegt. Da habe ich andere Farbe genommen und dazwischen das gebaut. Das sieht da super aus. Und dieses Teil hier ist so angemacht. Das ist so ein Halter. So. Schaut. So. Und den habe ich einfach mit diesem Stein ergänzt. So. Und oben dran noch drauf getan. So. Und das habe ich hier reingetan. Und das sieht jetzt schon so aus, wie das Ganze hält. Und hier oben dran natürlich andere mit dieser Käsenoppe. Ja, also viele, viele Details, die ich jetzt hier verbaut habe. Und da seht ihr, das ist auch die Fenster, die sehen super aus für so ein mexikanisches Haus. Auch vorne. Ich finde es wirklich ein Meisterwerk. Meisterwerk meiner Dinge, natürlich sehr farbig. Kann man sich sagen, ja, nicht die Farbe, aber ich finde es im Ganzen sehr, sehr stimmig und es ist einfach ein mexikanisches Haus, das in eine südländische Stadt reingehört. Dann haben wir hier vorne die zwei Spieler und ich nehme die mal weg, damit man es besser aussieht. Das wegnehmen, weg. Und dann sieht man hier, da habe ich den Kaktus gebaut, nach oben, unten dran auch, damit der so wie eine Figur steht, oben dran so offen, der hat sich da durchgedrückt vom Ganzen. Dann haben wir hier auch natürlich einen Tisch draußen, damit man draußen essen kann, direkt. Dann haben wir die Treppe. Die Treppe geht hier in grün hinauf und überall gelb. Und hinten dran seht ihr die kleine Küche. Die kleine Küche mit Mikrowelle oder Herd oder so weiter, mit Herd natürlich. Und dann der Verkaufsstand, wo man Dinge kaufen kann, auch Suppe und so weiter. Da kann man durchlaufen, hier, kann hier kaufen. Und dann seht ihr auch dort,
was ich da reingebaut habe. Ich habe hier nicht einfach nur so, sondern ich habe hier auch Fliesen nach vorne gebaut, damit es ein bisschen anders aussieht. Auch hier eine Käseecke gemacht und hier innen dran das hellere Grün und oben dran das Grün, damit es einfach stimmig aussieht. Ist doch wirklich cool gelungen. Also dieses Set, das ich selber gebaut habe, selber konstruiert habe, aus meinem Kopf. Ich habe nichts im Studio gemacht. Ich habe das schnell gebaut. Ging so 6 Stunden vielleicht. 6 Stunden habe ich das Häuschen gebaut. Ich hatte einfach einen Flow. Es hat mir einfach so gefallen, mal ein mexikanisches Häuschen zu bauen und zu sagen, ja, das ist doch etwas. Und ich finde jetzt, ich habe mich ein bisschen übertroffen. Oder bin ich besoffen? Habe ich zu viel Schnaps gesoffen? Zu viel Tequila? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Wenn euch das Häuschen gefällt, Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Ich liebe Kommentare. Ich liebe Daumen nach oben. Natürlich, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was ich als nächstes baue, vielleicht einen weiteren Mock, der euch auch wieder entzückt, beglückt, einfach ein bisschen speziell, dann bleibt hier dem Kanal treu. Aber kostet nicht nichts. Und ihr werdet noch vieles bei mir erleben. Wenn ich das Ganze natürlich in die Stadt baue, das kommt noch. Darum ist ganz wichtig, dass ihr es abonniert, weil dann verpasst ihr es vielleicht, wenn ich das Ganze dann in Szene setze. Ja, weil in eine Stadt reinzubauen, das wird dann das Fest. Es wird passen. Ich werde es hoffen. Ja. Und jetzt nicht mehr lange werden, sondern einfach euch sagen, danke, habt ihr zugeschaut. Danke, dass ihr dabei wart, in meinem Häuschen zu folgen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis das nächste Mal. Euer Steinmeister und tschüss. Merci.